herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's mit unserer kulinarischen Reise durch die Landesküchen unserer EM-Gegner. Letzte Woche gab es einen Kiewer Kotelett aus der Ukraine. Diese Woche spielen wir gegen Polen und deshalb zeige ich euch heute ein Rezept für polnische Piroggen mit einer Hackfleischfüllung. Los geht's mit dem Teig und dafür 275 Gramm Mehl, 100 Milliliter lauwarmes Wasser, ein Ei, einen halben Teelöffel Salz und etwa einen Esslöffel Öl in eine Rührschüssel geben und danach entweder mit den Händen oder einer Küchenmaschine aus allen Zutaten einen glatten Teig kneten. Je nachdem wie groß das Ei ist, muss eventuell noch etwas Mehl nachgegeben werden. Der Teig sollte am Schluss glatt, aber noch ganz leicht klebrig sein. Dann eine Kugel aus dem Teig formen und erstmal wieder zurück in die Rührschüssel geben, mit einem Küchentuch abdecken und bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Für die Fleischfüllung eine Knoblauchzehe abziehen und anschließend fein hacken. Außerdem eine Zwiebel ebenfalls abziehen und fein würfeln. Dann eine große Pfanne mit einer Flocke Butter erhitzen und sobald die Butter anfängt zu schäumen, Zwiebeln und Knoblauch dazugeben. Und bei mittlerer Hitze ein paar Minuten glasig anschwitzen. Die Zwiebeln dann an den Pfannenrand schieben und 400 Gramm Hackfleisch dazugeben. Das Hackfleisch jetzt mit einem Pfannenwender etwas auseinanderziehen. Und danach zusammen mit den Zwiebeln krümelig anbraten. Zum Schluss mit einer großzügigen Prise Pfeffer und Salz würzen. Dann die Hitze runterstellen und etwas mehr als einen halben Becher saure Sahne dazugeben. Die saure Sahne einrühren und danach alles zur Seite stellen und etwas abkühlen lassen. Jetzt die Arbeitsplatte etwas einmehlen. Den Teig jetzt mit einem Messer einmal halbieren. Dann etwas flach drücken und im Mehl wenden und danach mit einem Nudelholz ausrollen. Bis der Teig richtig schön dünn und flach ist. Danach mit einem Glas oder einem Becher kleine Teigkreise ausstechen. Den überschüssigen Teig abnehmen und im Anschluss mit der anderen Hälfte des Teigs nochmals ausrollen und ebenfalls ausstechen, bis der ganze Teig aufgebraucht ist und danach jeweils einen Teelöffel der Hackfleischfüllung mittig auf die Teigkreise geben. Jetzt die Füllung einmal im Teig einschlagen, sodass ihr kleine gefüllte Halbkreise erhaltet
und dann die Enden bzw. die Ränder einfach mit den Fingern zusammendrücken, sodass die Füllung nicht mehr auslaufen kann. Alles schön zusammendrücken. Hier braucht ihr auch kein Eigelb oder ähnliches. Das hält genauso gut, wenn ihr es einfach fest zusammendrückt. Das im Anschluss für alle weiteren Piroggen wiederholen. Danach einen großen Topf mit Salzwasser aufsetzen. Und sobald das Wasser simmert, also kurz vorm Kochen ist, die Piroggen dazugeben. Und dann so lange im heißen Wasser gar ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche schwimmen. Jetzt mit einer Schöpfkelle aus dem Wasser holen. Dann kurz zur Seite stellen. Während die Piroggen gar ziehen, eine große Pfanne mit einer Flocke Butter erhitzen. Dann ein paar Zwiebelstreifen einer großen Zwiebel dazugeben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichen Wenden kurz glasig dünsten. Dann die fertigen Piroggen dazugeben. Alles nochmal kurz durchschwenken und kurz anbraten. Und danach auf Tellern verteilen. Zum Schluss noch mit etwas saurer Sahne und fein gehackter Petersilie garnieren und dann servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.